Hallo und herzlich willkommen heute Abend mal wieder zu einem Talk mit Bryers und mit der lieben Claudia und natürlich mit euch wundervollen Wesen, die ja da seid. Und wir wollen sprechen über, wenn wir etwas wählen, was auch immer, und dann gehen wir in irgendeine Veränderung. Was passiert mit denen, die in unserem Umfeld sind? Und was passiert dann bei uns oder bei euch? Claudia. Ich lese mal den ersten Teil von meinem Post vor. Wir treffen eine Wahl für uns selbst und plötzlich sind wir mit einer Flut an Bewertungen von anderen konfrontiert. Es lässt sich wohl nicht vermeiden, dass wenn wir unserem Gewahrsein folgen und daraus Entscheidungen treffen, die zu unserem eigenen Besten sind, andere Menschen das nicht verstehen können oder wollen. Die machen uns dann eventuell Vorwürfe oder sie bewerten uns. Wie gehen wir damit um? So, when we choose something for ourselves, sometimes or often we are confronted with a wave of judgments from others. Very often when we follow our own awareness, and make choices based on our awareness, choices that we think are the best for us or for ourselves, then what often happens is that the people around us cannot understand why and what we are choosing, and then they accuse us or they judge us. How do we deal with that? So don't take the C word now. Ich möchte nur für all die nicht wissen, was ich meine, das ist so ein kleiner Insider für die schon mal bei Greg einen Kurs gebucht haben oder schon mal dabei waren. Ja, das C-Wort ist so ein komisches Wort und ich hatte ihn nur gebeten, das jetzt mal nicht zu benutzen, so auf die Schnelle. Das C-Wort steht für Choice oder Wahl. Genau. And of course, we can choose how to deal with that, but still, we are often not happy with the judgments of others. Natürlich können wir wählen, wie wir darauf reagieren, aber ganz oft sind wir eben nicht happy mit den Bewertungen von anderen. Und das triggert uns. The problem is that once we start choosing for ourselves, das Problem ist, in dem Moment, wo wir beginnen, für uns selbst zu wählen, is we step outside the box that we've been put in by everybody around us. Dann treten wir aus dieser Box raus, in die uns andere hineingestellt haben oder hineingesetzt haben. What do I mean by that? Well, everybody you know has put you into a catalog. Was meine ich damit? Also jeder Mensch, der euch kennt, hat euch quasi in eine Box gestellt, hat euch katalogisiert, sagt man bei uns manchmal auch, aber halt quasi hat ein Bild von euch, it's like a picture. Und, und das Bild, das die von uns haben, die anderen Menschen, das ist relativ starr. And the picture that others have from us is quite rigid. Yeah. And they don't want you to change that picture. Und die wollen überhaupt nicht, dass wir irgendwas an dem Bild, das sie von uns haben, verändern. Wir sollen immer gleich bleiben. Because that creates change for them that they're not comfortable with. Weil wenn wir uns verändern und wir nicht mehr dem Bild entsprechen, das sie von uns haben, dann kreiert das Veränderung für die anderen und das ist unbequem für sie. That becomes difficult for them because they either have to change and adjust. Weil dann haben sie die Möglichkeit,
Also das ist schwierig für sie, weil entweder sie wählen, etwas zu verändern und sich anzupassen an unsere Veränderung. And remembering that change is often uncomfortable, Und denkt dran, Veränderung ist oft unbequem. most people we know don't want to change. Die meisten Leute, die wir kennen, wollen eben sich nicht verändern. Even the ones we love the most. Vor allem diejenigen, die wir am allermeisten lieben. Yeah, and Jesse, you're right. It's like for most times change is something that's not calculatable. We can't see the end of what this change is going to be. Und Hi, Rainer. Und Jesse, du hast recht. Für die meisten Leute bedeutet Veränderung, dass sie etwas nicht mehr kalkulieren können, dass sie nicht in die Zukunft sehen können, wohin diese Veränderung führt. Und das kreiert Angst. So the mind can only make choices based on our past. Der Verstand kann nur Dinge wählen, basierend auf unserer Vergangenheit. Until we step out of autopilot. Bis wir beschließen, nicht mehr auf Autopilot zu funktionieren. Unfortunately, most people around us don't know they're on autopilot. Unglücklicherweise kennen die meisten Menschen rund um uns herum ihren Autopiloten nicht. Die wissen gar nicht, dass sie auf Autopilot funktionieren. And you know, they all have you can have 10 people in a room to describe you. Und du kannst 10 Leute im Raum haben und sie bitten dich zu beschreiben. And they'll generally describe somebody different. Und im Allgemeinen wird die Beschreibung so sein, dass sie eigentlich jemanden anderen beschreiben. Even when you go, that's not me, I don't do that. Sogar wenn ihr dann sagt, das bin ich nicht, das mache ich nicht. I mean, I have an ex who told me when she met me, I had the deepest voice of any man she knew. Also ich habe eine Ex-Frau, die hat mir gesagt, wie sie mich kennengelernt hat, hatte ich die allertiefste Stimme von allen Männern, die sie kennt. And I'm thinking, man, she must have dated a lot of sopranos. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, sie muss aber ganz viele Soprane getroffen haben. So I said to her, I said, you know, I don't know what other projections you have that you've put on me that aren't real, but this is not true, it's not real. Ich habe zu ihr gesagt, ich habe keine Ahnung, welche Projektionen du mir noch so überstülpst, die nicht wahr sind, weil das stimmt nicht. Ich hatte nie eine tiefe Stimme. And our family and friends do the same. Und unsere Freunde und unsere Familie, die machen genau das Gleiche mit uns. They don't mean to, they don't even know they're doing it. Die machen das nicht bewusst, die wissen gar nicht, dass sie das machen. You see, they're observing you through their filters. Die beobachten euch durch ihre Filter. So all the observations and conclusions they make about you are based on their past. Alle Beobachtungen und Schlussfolgerungen, die sie haben über euch, sind basierend auf ihrer eigenen Vergangenheit. Und die muss ja gar nicht was mit uns zu tun haben, oder? And that does not necessarily mean that their past has anything to do with us. No, often not. Ganz oft sogar überhaupt nicht. Mhm. So, you know, it's a bit like the lion and the donkey arguing about what color the grass is. Es ist ein bisschen wie diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wie der Löwe und der Esel miteinander diskutieren, welche Farbe das Gras hat. Have you heard that parable? Kennt ihr die Geschichte? So you see, a donkey comes to a lion, he says, I love this blue grass.
Also, da kommt ein Esel, der trifft einen Löwen und der Esel sagt zum Löwen, ich liebe dieses blaue Gras. And the lion goes, "You're an idiot. This is green. Grass is green." Und der Löwe sagt zum Esel, du bist so blöd, das Gras ist doch eindeutig grün. And they argue back and forth all day. Und das geht eine ganze Zeit lang hin und her, den ganzen Tag streiten die miteinander, welche Farbe das Gras hat. So finally the donkey said, "I know I'm right. Let's go and ask the king of the forest, the big lion." Und der Esel sagt, boah, ich weiß, dass ich recht habe. Wir gehen jetzt einfach zum König des Waldes, zu dem großen Löwen, und wir fragen ihn, weil der weiß alles. And you know, if I'm right, you have to leave. You have to go away for a while. Und der Esel sagt, du weißt schon, wenn ich recht habe, dann musst du für eine Zeit lang den Wald verlassen. So they go to the king of the forest and he listens to both the stories. Und dann gehen sie zum König des Waldes und der hört sich beide Geschichten an. And the king of the forest surprises the other lion by saying, yes, the donkey's right. Und der König des Waldes überrascht den Löwen, den kleinen Löwen, und sagt zu, weil er nämlich sagt, der Esel hat recht. So you're going to have to leave. The lion will have to leave. Den Wald für eine Zeit lang verlassen, der Esel darf bleiben. And after the donkey had gone away, cheering and jumping for joy, because he'd won an argument, Und der Esel verlässt die Szene lachend, fröhlich hüpfend, weil er hat ja recht. the lion turned to the king of the forest and says, "What's the story? The grass is green." Und der Löwe dreht sich zum König des Waldes um und sagt, was soll das Ganze? Das Gras ist doch grün. Why you punish me for this? Warum bestrafst du mich? And the king of the forest said, "I'm not punishing you because you're wrong. Der König des Waldes sagt, ich bestrafe dich jetzt nicht, weil du nicht recht hast. I'm punishing you for being stupid enough to argue with an idiot." Ich bestrafe dich dafür, dass du so dämlich bist, dass du einen Streit anfängst mit einem Idioten. For arguing with somebody who will never see what's in front of them. Dass du mit jemandem streitest, der niemals erkennen wird, was direkt vor seiner Nase ist. So how do you deal with somebody who makes you wrong for making choices that work for you? Also, wie gehst du mit jemandem um, der dich verkehrt macht für die Wahlen, die du für dich selbst triffst? You shut up and you walk away. Du hältst die Klappe, drehst dich um und gehst. I mean, Gary Douglas gave everybody a fantastic tool in Access. Gary Douglas von Access Consciousness hat jedem ein ganz großartiges Werkzeug gegeben. And I've done this a few times to people, and they really get pissed with me. Ich habe das ein paar Mal mit Leuten gemacht und die werden richtig sauer auf mich. But they're telling me how wrong I am about something, and I'm just going, wow. Wenn die damit beschäftigt sind, mir zu erzählen, wie verkehrt ich bin, dann sage ich einfach, wow. Sometimes I just think my reply, sometimes I speak it out loud. Oh, you spoke it out loud? Oh, shit. Manches Mal ist es eine stilles Wow und manches Mal spreche ich so raus. Interesting point of view that you've got that point of view. Interessante Ansicht, dass du diese Ansicht hast. And I've smiled and just walked away. Und dann lächle ich, drehe mich um und gehe. You see, you can't change somebody else's point of view if they don't want to change. Wisst ihr könnt die Ansichten von jemandem anderen nicht verändern, wenn die selbst keine Veränderung wollen. The more you try to justify it, the more they know they are right. Je mehr sie versuchen, etwas zu rechtfertigen, the more they try to justify, the more You try to justify your choice. Yeah. Je mehr du versuchst, dich für deine Wahlen zu rechtfertigen, the more they know they are right.
desto Ja. mehr bestätigst du ihnen eigentlich, dass sie recht haben. You But know, and sometimes sometimes, it still hurts. When Absolut. someone, und manches Ja. Mal verletzt uns das einfach, wenn uns jemand bewertet. so it hurts because you realize that these people are trying to keep you in a box. Es tut weh, weil du drauf kommst, dass diese Leute versuchen, dich in dieser Box festzuhalten, in ihren Grenzen. Actually, it's not really hurts. It's just a shock. Und es ist vielleicht gar nicht wirklich so richtig verletzt zu sein, sondern es ist mehr ein Schock. And I yes, have a it piece is. of paper. And what did One you moment. say? But sometimes I really want to be right. Yeah, Yes, jetzt and there's no point. will ich einfach recht haben. There is no point trying to be right. Und wirklich, es macht null Sinn, was zu versuchen, recht zu haben. And you know, that's another, I mean, people used to get really upset because people would use the access tools as sledgehammers. People get upset. Yeah, Die Leute. When- Say that when you again. use a tool as a sledgehammer to crack somebody around the side of the ear. Die Leute sind wirklich verärgert, wenn man die Access Tools benutzt und sie ihnen quasi um die Ohren schmeißt. You know, when somebody has to be right, you just go, yeah, I know, you're right, I'm wrong, and walk away. Wenn jemand wirklich unbedingt recht haben muss, dann sagst du, ja, genau, du hast recht, ich habe Unrecht und dann drehst du dich um und gehst. It does two things. Und das kreiert zwei Dinge. It stops the discussion Die Diskussion ist sofort beendet and it tells them you're not going to listen any further. und es zeigt deinem Gegenüber, dass du ihnen einfach nicht mehr zuhören wirst. That's quite cool. It's really cool. I mean, you know, you've all done access classes. Ihr habt alle Access-Kurse besucht. Some people that are listening probably haven't, and no one knows what the hell I'm talking about. Und vielleicht werden auch welche zuschauen, die keine Ahnung haben, wovon ich hier rede. But they're amazing tools. Aber die Werkzeuge, die man bei Access Consciousness lernt, sind wirklich großartige Werkzeuge. But we forget to use them. Aber wir vergessen sie zu benutzen. But when you start to use just simple tools, Aber wenn ihr beginnt, your life die becomes easier. simplen Werkzeuge wirklich regelmäßig zu benutzen, dann wird das Leben leichter. So even being hurt because somebody is disagreeing with your choice Sogar is a verletzt choice. zu sein, weil jemand euch nicht recht gibt, sich gegen eure Wahl stellt oder damit nicht happy ist oder euch bewertet, also selbst verletzt zu sein, ist eine Wahl, die ihr selber trefft. So even the feeling hurt is a choice. Sogar das Gefühl des Verletztseins ist eine Wahl. So, Really? Dirk wrote, das mit dem Recht haben wollen, ist eine schwere Lektion, das loslassen zu können. Really, it is? So I Dirk don't know. wrote that with the letting go is really a hard lesson to learn. Yeah. It takes time because you put all your friends as important. Natürlich, und das braucht auch Zeit, weil ihr alle eure Freunde wichtig gemacht habt, You've made family significant. weil ihr Familie signifikant gemacht habt. And, we have a list of all the important people in our lives and we're not on it. Und Ja. wir haben eine ganze Liste von allen Menschen, die für uns wichtig sind, aber wir selber, wir stehen da nicht drauf. The minute you change that and put you as the most important person in your life,
die Minute, in dem ihr das verändert und euch on top auf der Liste als die allerwichtigste Person in eurem Leben hinschreibt, what happens is you stop allowing people to do, family and friends that know you, dann beginnt ihr, dass ihr Familie und Freunden nicht mehr erlaubt, to do and say things to you that you wouldn't accept from a stranger. Dinge euch anzutun oder Dinge zu euch zu sagen, die ihr von einem Fremden niemals akzeptieren würdet. And what happens is you start surrounding yourself with people that lift you up. They don't like you. They lift you up. Okay, was euch dann geschieht, so, they don't like you? No, they don't lie to you. Don't tell you lie lies. to you, okay. Na. Was dann passiert ist, dass ihr euch mit Leuten umgebt, die euch nicht mehr anlügen und die euch hochheben mit dem, wie sie mit euch umgehen. An example. Okay. Beispiel. You choose to do something like, I don't know, sell your house, buy a bus and travel. Ein Beispiel. Ihr wählt zum Beispiel, euer Haus zu verkaufen, euch einen großen Bus zu kaufen und auf Reisen zu gehen. Now, a lot of family and friends will go, what the fuck? Why are you doing this? This is stupid. Und ganz viele Familienmitglieder oder Freunde von euch werden sagen, was ist denn das für ein Blödsinn? Warum machst du so einen Schmarrn? And some of those people, no matter what you tell them, they will keep saying, no, stupid. Und manche von diesen Leuten, ganz egal, wie ihr das begründet, eure Wahl, werden sagen, na, das ist ein Blödsinn. But there'll be others that'll hear you saying, but this is just something I really want to do for a while. Aber dann werden da andere sein, die werden euch zuhören und die werden hören, wie ihr sagt, das ist einfach etwas, was ich jetzt gern für eine Zeit lang machen möchte. I know that there's something that will bring me joy. Ich weiß, dass in meiner Wahl da etwas dahinter steckt, das mir Freude bereiten wird. And they'll go, wow, go for gold. Und dann werden sie sagen, wow, los, mach das, was dir Freude macht. Wir sind da für dich, auch weiterhin. Keep in touch. Bleibt bitte in Kontakt. So I can give you a real example if you like. Ich kann euch ein ganz echtes Beispiel geben, wenn ihr wollt. So me coming to Europe, Wie ich nach Europa gekommen bin, everyone says, what? You're crazy. jeder hat zu mir gesagt, du bist verrückt. You don't speak the languages. Und du kannst die Sprache nicht in Europa. You know, you're crazy. You're leaving home. You're leaving your family. Du gehst von daheim weg, wie verrückt. Du verlässt deine Familie. What about the grandchildren? Aber was ist mit deinen Enkelkindern? What about your children? They're going to miss Deinen you. Kindern, die werden dich vermissen. I just knew this was something I had to do. Aber ich habe einfach gewusst, dass das etwas ist, was ich machen muss. So I come to Europe. Ich bin also nach Europa gekommen. I'm posting photographs of me in classes. Ich habe Fotos gepostet von mir selbst, wie ich Kurse gegeben habe. I'm looking too happy. Ich habe zu glücklich auf diesen Fotos ausgeschaut. And the ones that told me I was crazy unfriended me. Und die mir gesagt haben, dass ich total verrückt bin, dass ich das mache, haben mich entfreundet. And now that I live in Europe, I hear more from my children now than I did when I was living in New Zealand. Und jetzt, wo ich in Europa lebe, habe ich mehr Kontakt mit meinen Kindern und höre mehr von ihnen, als ich von ihnen gehört habe, die ich noch in Neuseeland gelebt habe. So I know what I'm doing, and it's creating more. I've got a bigger family now than I had before. Ich weiß, was ich tue und
es hat mehr kreiert für mich, weil jetzt habe ich eine größere Familie, als ich früher hatte. I mean, it's crazy, Das ist verrückt. but it's created a different sort of joy in my universe. Aber es hat tatsächlich eine andere Form von Freude in meinem Universum kreiert. I could have been really upset about my friends that decided not to be my friends anymore. Ich hätte wirklich mich aufregen können über diese Freunde von mir, die beschlossen haben, dass sie nicht mehr meine Freunde sein wollen. But you know what? When I look at their lives, Aber wisst ihr was, wenn ich mir deren Leben anschaue, I can understand why they can't be my friend anymore. kann ich total verstehen, warum die nicht mehr mit mir befreundet sein können. Because I created changes they're not prepared to make. Weil ich Veränderungen kreiert habe in meinem Leben, die sie nicht bereit sind oder für die sie nicht bereit sind, diese Veränderungen selber in ihrem eigenen Leben zu treffen. Two of these people were not only related to me, but they also taught me my first foundation classes. Zwei von diesen Personen sind nicht nur mit mir verwandt, sondern waren auch meine ersten zwei Foundation-Facilitatoren, also im Kurs. That means they don't believe what they teach. Kind of. Das würde ja dann auch ja. bedeuten, dass Ja. es zwar Access Foundation Kurse geben, aber nicht daran glauben an das, was sie unterrichten. Ups. But this is it. And you know, this is where, I mean, and this is where you have to love you. Das ist es, wo du dich wirklich selber lieben musst. And I mean, love you not as amore, okay? Und nicht diese romantische Liebe. It's about just honoring you and nurturing you enough to go, okay, this is what's important to me. Das ist wirklich, es geht darum, dich selbst zu ehren und zu nähren und zu sagen, okay, das ist wichtig für mich. At the same time that I chose to come to Europe, I took all my hair off my head. Gleichzeitig, wie ich gewählt habe, nach Europa zu kommen, habe ich mir alle meine Haare abrasiert. And a Buddhist friend of mine said to me, oh, wow, Greg, you've changed. You've let go everything that is significant to you. Und ein buddhistischer Freund von mir hat das gesehen und hat gesagt, oh Greg, du hast dich verändert, du hast alles losgelassen, was dir signifikant war, für dich war. And I smiled and thought, you have no idea what I've let go. Und ich habe gelächelt und habe gedacht, du hast absolut keine Ahnung, was ich alles losgelassen habe. But even he stopped being a friend Aber once auch I er came hat to Europe. aufgehört, mein Freund zu sein, wie ich dann nach Europa gekommen bin. And it's okay to have friends that are stuck where they are. Und es ist völlig in Ordnung, Freunde zu haben, die gerade wo feststecken und nicht weitergehen. Weil es wäre ja auch für uns, wenn wir jetzt sagen, ihr müsst, genauso wenig anerkennen für ihre Wahlen, oder? Because if we would tell our friends, you have to, this would mean that we don't acknowledge their choices. Yeah, absolutely. Ja, total. And we actually sit in the own judgment of them, saying that they're wrong and we're right. Mhm. We are sitting in our own judgment. Yeah, of them. Ja, weil wenn wir ihnen sagen, dass sie was tun müssen und sie nicht so nehmen, wie sie sind mit ihren Wahlen, bedeutet das ja, dass wir sie bewerten, die anderen, und sagen, haben Recht und sie haben Unrecht. This is all part of it, isn't it? Und das ist alles ein Teil davon, ist das nicht so? This is all part of being the alchemist that you all are. Das ist alles ein Teil davon, der Alchemist zu sein oder die Alchemistin, die ihr alle seid. It's being an allowance of other people choosing their pace of change. Es ist in Erlaubnis zu sein,
für die anderen Menschen und für deren Geschwindigkeit. You don't have to walk away and say, you're not my friend anymore because you're not changing. Ihr müsst ja einfach nicht weggehen und sagen, ihr seid nicht mehr mein Freund, weil ihr euch nicht verändert. That's being a judgmental, superior asshole. Das bedeutet, dass ihr dann ein bewertendes, überhebliches Arschloch seid. But, you know, the people that don't want to be around you will leave. Aber die Leute, die nicht mehr rund um euch herum sein wollen, die gehen eh. Die gehen von The selber. ones that stay Die bleiben, and choose to stay because they actually want to see how you did it so they can do it too. die wählen, die bleiben, die wählen zu bleiben, damit sie beobachten können, wie du es schaffst. Yes. Mhm. Und And when you manchmal, win, sorry. No. Und manchmal triggern sie uns unbewusst, sodass wir noch weitergehen und sie einfach mitgehen, ohne dass es einer geht vor und der andere geht hinten her, sondern es ein Miteinander ist. Ne, Jessie? And sometimes they trigger us unconsciously so that we can go further and they can join us. Not Absolute. one ahead of the other, but together. Yeah, total. Jessie just wrote, and sometimes there has to be space for them who want to stay. Absolute. Ich bin nicht ganz sicher. Manches Mal muss man da einfach ihnen den Raum geben, denen, die bleiben wollen. Ich hoffe, ich habe das richtig übersetzt, so wie du es gemeint hast. Nee, sorry, das war auch ein bisschen doof formuliert. Also eher im Sinne von, dass die Menschen gehen, für die es nicht mehr passt oder für die es für uns auch nicht mehr passt und da vielleicht dann auch Raum entsteht und wenig Menschen sind oder gar keine. Und das zu halten, um Raum zu haben für die Menschen, die dann bleiben wollen. So. Okay. Sometimes it really happens that people leave and then there is space created for those people that want to stay, even if they're just like a handful. Yeah. But then they have the space and we can hold the space for them. Yeah. And they hold it for us. Yeah, that's really important. Das ist wirklich total wichtig. You know, a lot of my, I'm saying this is not a superior thing, okay? A lot of my friends really don't want to know my journey. Wirklich, viele Freunde, die ich habe, die wollen von meiner Reise, meiner Lebensreise gar nichts wissen. My children, only one of my children has ever been to a class. You came to a Bryers class. Nur eines meiner Kinder war jemals in einem Kurs von mir und der war in einem Bryers-Kurs. But they all hold space for me. They all support me. Aber trotzdem halten alle meine Kinder Raum für mich. Sie unterstützen mich. My oldest two kids will leave the room if I start talking about my classes. Meine zwei älteren Kinder, die verlassen den Raum, wenn ich über meine eigenen Kurse spreche. But Aber they're the ones that go, oh, wow, Dad, how does it get any better than that? das sind die beiden, die dann irgendwann zwischendurch mal sagen werden, gesagt haben schon, oh wow, Papa, wie wird's noch besser? That's when I know they stalk me on Facebook. Und das ist es, wo ich dann weiß, sie haben mich doch gestalkt auf Facebook. Sie lesen meine Posts oder schauen zu. So what you have to do, Was ihr you also have to love you. Ihr müsst euch selber lieben. You have to trust you. Ihr müsst euch selbst vertrauen. You have to trust your choices. Ihr müsst euren Wahlen vertrauen. And then you have to step forward. Und dann müsst ihr weitergehen. And then step forward again. Und dann den nächsten Schritt.
Und den nächsten and keep Schritt. stepping forward. Und weitergehen. Knowing that with each step, you can make a different choice. Wissen, dass ihr mit jedem Schritt, den ihr tut, auch wieder eine andere Wahl treffen könnt. But all the way, there's always those around you that love you and support you. Aber auf dem ganzen, entlang des ganzen Weges werden immer Leute rund um euch sein, die euch unterstützen und die euch lieben. Manchmal lieben sie uns mehr als wir uns selbst, oder? And sometimes they love us more than we love ourselves. Is that right? Oh, Emma, always. And that's the point, isn't it? We are only deeply triggered by judgments of others when we have not let go the judgments we have about ourselves. Dass wirklich, wenn wir wirklich tief getriggert oder verletzt sind von den Bewertungen von anderen, dann nur können wir sehen, dass wir uns eigentlich immer noch selbst viel zu sehr bewerten. Sonst würden uns die Bewertungen der anderen gar nicht mehr triggern. So, how do we get rid of this shit? You don't. Wie werden wir das Ganze jetzt los, diesen Scheiß? Gar nicht. This is the thing. You can't get rid of other people's judgments. Du kannst einfach nicht die Bewertungen von anderen loswerden. There will always be people that will make you wrong. Da werden immer Leute sein, die euch verkehrt machen. Always. Immer. So you've just got to please you. Ihr müsst euch einfach nur selbst einen Gefallen tun, euch selbst zufriedenstellen. When you really get that and understand that, Wenn ihr das wirklich begreift und versteht, choices become different. dann verändern sich eure Wahlen. So when I got stung by the bee and was paralyzed from here down, Wie ich von dieser Biene gestochen wurde und völlig gelähmt war von meiner Nase abwärts, I'm not going to tell the story because you can read it in the book, okay? ich erzähle euch jetzt nicht die ganze Geschichte, weil die könnt ihr in meinem Buch nachlesen. But when I came back to my body and was fully aware of my body and the people in the room, Aber wie ich dann wieder bewusst war und wieder zurück in meinem Körper und Gewahrsein hatte über mich, meinen Körper und über die Leute rund um mich herum, I was filled with a really deep, peaceful knowing. war ich erfüllt von einem wirklich tiefen, friedvollen Wissen. I knew that I was going to make some choices that were going to really piss the people off that were with me in the room. Ich wusste, dass ich Wahlen treffen musste und treffen werde, die die Leute, die da gerade bei mir im Raum waren, stinksauer machen würden. But I also knew that I had to make those choices. Aber ich habe auch gewusst, dass ich diese Wahlen treffen musste. Und ganz oft erzählen wir uns, wenn wir Wahlen für uns treffen, unbewusst, erzählen wir uns, wir treffen Wahlen gegen die anderen. Und das ist eine Lüge. And very often when we choose for ourselves, unconsciously, we tell ourselves that we choose against others. Yeah, But that's a lie. that's the lie. Ja. We're not choosing against anybody. Wir wählen nicht gegen jemanden anderen. It's their choice to go into war against them, against your choices. Es ist deren Wahl, eure Wahlen zu bekämpfen. It's their choice to be offended. Es ist deren Wahl, beleidigt zu sein.
even being hurt is a choice. Sogar verletzt zu sein ist eine Wahl. Okay? Think about it. Denkt mal drüber nach. You could be really sad and go somewhere and be with a whole lot of friends that make you laugh. Say that again. You could be really hurt about something, feeling sad, and friends take you out and get you laughing. Ihr könnt wirklich traurig sein oder verletzt über etwas und dann trefft ihr euch mit Freunden und habt Spaß mit und die bringen dich zum Lachen. So, you choose to laugh, Dann or you wählt can ihr zu choose to, lachen. or you can choose to hang on to your sadness and be the lemon in the room. Oder ihr könnt herumsitzen, während alle rund um euch herum lachen und ihr seid immer noch stinksauer und könnt wählen, die saure Zitrone zu sein. Most times we end up laughing and having joyful. Aber meistens ist es so, dass wir dann mit denen mitlachen, oder? And then we come back to our own space and then, oh, I'm sad, that's right, I Und forgot. wenn wir dann wieder alleine sind, dann erinnern wir uns und sagen, ich bin ja eigentlich traurig, das habe ich total vergessen. It really is a choice. Es ist wirklich eine Wahl. If you don't believe me, ask Carolyn. Und wenn ihr mir nicht glaubt, fragt Caroline. Ask Jessie. Oder Jessie. Yeah. But it's this how we allow other people's choices to affect us is our choice. Wie wir den anderen erlauben, mit Ihren Wahlen uns zu manipulieren in unserem Gefühl ist unsere Wahl. ja, danke. Yeah. And so, when you're allowing other people to affect your choices, Wenn ihr anderen Leuten erlaubt, Auswirkungen auf eure Wahlen zu haben, you're not at the top of your list. dann wisst ihr, dass ihr nicht ganz oben steht auf eurer Liste der wichtigen Menschen. And if you're making other people more important than you, Und wenn ihr andere Leute wichtiger macht als euch selbst, what are you doing? was macht ihr dann? Why are you even breathing? Warum atmet ihr dann überhaupt? There's no joy in that. Es ist keine Freude, wenn ihr so drauf seid. There's no creation in that. Das ist auch absolut keine Kreation, wenn andere wichtiger sind für euch als ihr selbst. Yes, he wrote, I think this is the hardest thing to come to the top every day because we all did learn what? Yep. Because we all learned something different. Yeah, absolutely. Okay. Yeah. Also es ist wirklich wirklich das Allerschwierigste, uns selbst oben auf die Liste zu setzen, weil wir haben alle was anderes gelernt, die anderen wichtiger zu machen. So, we all have children. Wir haben alle Kinder, oder? We all have friends. Oder wir haben Freunde. We all want them to be happy. Wir wollen alle, dass unsere Kinder, unsere Freunde alle glücklich sind. And I don't mean children as in your biological children. You can have people around you that Und ich meine jetzt nicht, ihr müsst nicht biologische Eltern sein, aber ihr könnt Leute rund um euch haben. and it's like, so they're important. Die sind wichtig, ja. And like for me, I have many people that I've adopted.
Ja, für mich ist es so, ich habe ganz viele Menschen, die habe ich einfach adoptiert. When I was in Russia, I got told I'm going to be Opa again. Wie ich in Russland zum Beispiel war, hat eine junge Frau zu mir gesagt, dass ich wieder Opa werde. And that just made me so happy. Und das hat mich einfach total glücklich gemacht. But I still have to choose to me. Aber immer noch am wichtigsten ist, dass ich für mich selbst wähle. I don't choose to hurt people. Ich wähle, Menschen nicht zu verletzen. You know, yes, you have little Mila. You know, this is your day is based around her a lot of the time. Jessie, du hast ein kleines Mädchen und den Großteil des Tages dreht sich alles rund um sie, richtig? You have Rainer. You know, he needs attention too. He's just the big boy in the house. Und du hast einen Mann, der braucht auch Aufmerksamkeit, weil er ist einfach nur der große Junge im Haus. But you know, when you're creating joy for them, how does that make you feel? Aber wenn du Freude für die beiden kreierst, wie fühlst du dich dann dabei? Yeah. Ja. And if it doesn't, Und wenn es dir aber keine Freude macht, für die anderen Freude zu kreieren, if doing things for them doesn't create you joy, sorry, was I said, you're doing it for the wrong reason. dann machst du es aus einem falschen Grund. So that's really the most important thing. Whatever we do has to bring joy into our own world, even if it means we are creating joy for others. Ja. Und das ist wirklich das Allerwichtigste. Wenn wir anderen Freude machen, dann muss uns das auch selber Freude bringen. Sonst läuft da was verkehrt. What was that good one? Wenn es uns keine Freude macht, dann funktioniert es nicht. Dann And kann ich also, keine Freude für anderen kreieren. I can't create joy for others if this does not bring me joy. Absolute. Ja, ganz genau. But you've learned to put yourself at the top. Aber du hast schon gelernt, dich selbst ganz oben auf die Liste zu stellen. Nicht immer, aber immer öfters. Not always, but more and Ja. more often. Yeah. Yeah. I'm still learning that one. Ich Believe lerne me. das auch immer noch, glaub mir. But this is how we overcome the judgments of others. Das ist es, wie wir die Bewertungen der anderen, wie wir darüber hinwegkommen. It's just to understand that it's their point of view. Es ist what? Their point of view. Ja, the beginning I didn't understand. That we just have to understand it's their point of view. Yeah. Wir müssen einfach verstehen, dass das einfach nur deren Ansicht ist. And their point of view is based on their experience. Und deren Ansichten basieren auf ihren Erfahrungen. And we go, well, that's interesting, but I choose this. Und wir können sagen, oh, okay, das ist interessant, aber ich will was anderes. And then love them anyway. Und dann kannst du sie immer noch weiterhin lieben. And then watch the magic. Und dann beobachtet, wie die Magie geschieht. Because most of the people will actually observe you. Are you sure that most of the people? Sorry, I'm talking there. Oh, all of them will watch you. Also alle werden dich beobachten mit Adleraugen. Egal, ob sie für deine Wahlen sind oder dagegen, sie werden dich alle beobachten. And then there'll be those that go, wow, I like that. I want some of that. Und dann wird es Leute geben, die sagen, wow, das finde ich cool, ich möchte auch was davon haben. And others go, oh no, that's too scary. Und andere werden sagen, oh nein, das ist viel zu furchteinflößend.
But that's okay too, Aber das ist auch in Ordnung. because you never know when they will get brave enough to do the change. Weil du weißt einfach nie, wann sich bei denen der Schalter umlegt und sie dann auf einmal den Mut haben, Veränderungen und Wahlen zu treffen. Just love them anyway. Und du kannst sie trotzdem lieben. Does that help? Hilft das? Does that make sense? Macht das Sinn? Ja, a little bit. A little bit. Fine. No, really, yes. Ja, das Cool. macht voll Sinn. Und das hilft. Und So, you know, I can see all of my ex-girlfriends, ex-partners, Ich kann all meine Ex-Partner, Ex-Freundinnen sehen, even the ones that have been incredibly cruel. sogar die, And die unkind. wirklich unglaublich grauslich und lieblos zu mir waren. And I can genuinely say, hi, how are you? Und ich kann wirklich liebevoll zu ihnen sagen und wirklich sie fragen, wie es ihnen geht. Hallo, wie geht's dir? Und das meine ich nur noch so. Give them a hug, give them a kiss on the cheek, and chat to them. Kann sie umarmen, ich gebe ihnen einen Kuss auf die Wange und ich unterhalte mich mit ihnen. Because I really learned that it's easier to love people than it is to hate people. Weil was ich wirklich gelernt habe, ist, dass es leichter ist, Menschen zu lieben, als Menschen zu hassen. And it drives the people that don't like you crazy. Und das macht die Leute, die dich nicht mögen, total verrückt. Ja, Dirk, genau das. What's Dirk written? Dirk has written that hate poisons us from within. Absolute. But he That's what also causes. says it's Mm. perfect because the others don't expect when you still love them. Yeah. Yep. Also Dirk hat geschrieben, das hört man ja dann nicht mehr, Hass vergiftet uns innerlich. Ja. Very cool. Is there any thoughts or questions? Gibt es noch irgendwelche Gedanken oder Fragen, die ihr mitteilen möchtet? Ja, gibt es. Warum das so weh tut, wenn man sich auf den Weg der Veränderung macht, weil man dann im Prinzip erkennt, dass man jahrelang oder lange Zeit vor sich hin vegetiert hat und Dinge zugelassen hat, die einem wehtun und man plötzlich einsam wird. getan haben. Getan haben. Danke. War Ja, das jetzt eine Erklärung oder eine Frage? Das war eine Frage. Okay, why does it hurt when we change? Is it because we see that in the past? Einen Teil habe ich jetzt vergessen. What it Sorry. did with us in the past, where it hurted in the past, and where we allowed the peeps to hurt us in the past, and now it's still hurting because we're having a look at it. And because we hold on to the hurt. Yep. Und weil wir auch an der Verletzung festhalten. Danke, Melanie. So I have do you know C.S. Lewis? Kennt ihr den Autor C.S. Lewis? C.S. Lewis? C.S. Lewis. He was quite a philosopher, War ein ziemlicher Philosoph and he wrote many, many books. und hat sehr viele Bücher geschrieben. One group of books is supposedly for children, but it's really adult stories. Ein paar Bücher sind eigentlich, die sollen für Kinder sein, aber eigentlich sind es Geschichten für Erwachsene. The Lion, the Witch and the Wardrobe series, the Narnia series, yeah? Das sind die Bücher, aus denen die Filme, die Chroniken von Narnia entstanden sind. So C.S. Lewis is quoted as saying this. I Und sat ein with Statement aus diesem Buch ist, I sat with my anger long enough.
Ich bin mit meinem Zorn gesessen, ziemlich lange. until she told me her real name. Und dann hat mir der Zorn seinen richtigen Namen genannt. Her real name was grief. Sein richtiger, wahrer Name war Trauer. So when we can let go of the grief of the hurt, Wenn wir die Trauer über die Verletzungen unserer Vergangenheit loslassen and realize that those people, the stuff we're holding on to from the past no longer exists, wenn wir realisieren, dass das Zeug, an dem wir festhalten und an dem wir festhalten, nicht mehr existiert, we become free of the anger that we still hold on to today. dann werden wir frei sein von dem Zorn, an dem wir immer noch festhalten, heute noch. We become free. Dann werden wir frei. For me, it's quite a statement, and in the sense that that's how we don't get affected by people's judgment. Für mich ist das wirklich ein ziemliches Zitat, weil das zeigt, wie wir einfach nicht mehr betroffen sind von den Bewertungen von anderen. We get angry at people's judgments of us because, oh, that's disappointing. I'm sad. Wir sind in Wahrheit, ist der Zorn, den wir über andere empfinden, eine Enttäuschung. Wir sind traurig. And to be angry about something somebody said is a choice. Und zornig zu sein darüber, was jemand anderer gesagt hat, das ist definitiv eine Wahl. I mean, a broken leg hurts. Ein gebrochenes Bein, das tut wirklich weh. Words spoken really don't. Ausgesprochene Worte eigentlich nicht. Even the energy directed at us doesn't hurt. Sogar die Energie, wenn sie uns entgegengeschmissen wird, die tut nicht wirklich weh. Because you can receive that energy and use it to build something different. Weil ihr könnt diese Energie empfangen und sie benutzen, um etwas anderes aufzubauen. What we do is a choice. Was wir tun, ist eine Wahl. The volcano you can see behind me Der Vulkan, den ihr da am Bild hinter mir sehen könnt, is active. der ist aktiv. So it pumps out ash and clouds. Der wirft Wolken raus und Asche. And as you can see, nothing grows. Und wie ihr sehen könnt, wächst da auch nicht wirklich was. But further away, where the ash still falls, the soil is so beautiful and rich. Aber ein bisschen weiter weg von dem Vulkan, wo immer noch Asche im Boden ist, ist die ganze Erde total wunderschön und auch sehr reichhaltig. Because the land uses it in a different way. Weil das Land auf eine andere Art und Weise mit der Asche umgeht. Sie benutzt sie quasi. So it uses What? the ash to create. Es Ja. benutzt die Asche, die, wenn man direkt dran ist, zerstörend ist, aber wenn man weiter weg ist, benutzt sie die Asche, um etwas Besseres zu kreieren. Es ist wie ein Dünger. And then they found that on the soil behind me, trees Ja. actually thrive. Und dann haben sie festgestellt, dass direkt in diesem Boden da hinter mir die Bäume fantastisch wachsen. Pine trees really thrive. Palmen vor allem, die lieben das. But environmentalists said, oh no, it's the wrong trees. We can't plant those here. So they went through and killed every pine tree. Aber die Behörden haben gesagt, na, das sind die falschen Bäume, die sollten da nicht wachsen und haben die Bäume, die es geliebt haben, in dieser Erde zu wachsen, die Palmen einfach umgeschnitten.
people's points of view, points of judgment. Das sind alles Ansichten und Bewertungen von Menschen. We can be the desert or we can be the forest. Wir können wählen, entweder die Wüste zu sein oder der Wald. Miriam has a question or a comment. Genau, ich habe eine Frage. Was ist mit Scham? Ich habe mich als Kind viel geschämt und tue es jetzt manchmal auch noch und frage mich, was steckt dahinter? Ich muss nur ganz schnell das Wort Scham googeln, dass ich das jetzt nicht falsch übersetze. Einen Augenblick. Shame. Ja. Gut. Das ist das einzige Wort. Ja, danke. Danke, Melanie. What about shame? I just have it out of hand, you know. What about shame? I remember that when I was a kid, I felt really deep shame very often. Absolute. Yeah, People use that as a sledgehammer to keep us controlled. die Menschen benutzen Scham wie einen, danke. Vorschlaghammer. Besser noch Danke. Vorschlaghammer. Ja, nach dem Wort habe ich gesucht. Wir benutzen wie einen Vorschlaghammer, um uns zu kontrollieren. That's how we learned not to choose for ourselves. Das ist es, wie wir gelernt haben, nicht für uns selbst zu wählen. That's how we learned to put everyone else's thoughts and feelings before our own. Das ist es, wie wir gelernt haben, dass wir die Gefühle und die Gedanken der anderen an oberste Stelle stellen, bevor wir an uns selbst denken. Especially the church. Here's Jesse. Ganz besonders die Kirche. I mean, look at all of you women, ashamed of your bodies. Schaut euch alle Frauen an, schaut euch selbst an, ihr schämt euch alle eurer Körper. Because the men in the church taught you that women's bodies were dirty, wrong, evil. Weil euch die Männer in der Kirche erzählt haben, dass weibliche Körper dreckig sind und verkehrt. What a Böse. load of shit. Was für ein Scheiß. What would happen if you ladies just let go of the shame? Was würde Also- geschehen, wenn ihr Frauen, ihr Damen einfach die Scham loslassen würdet? I mean, we're all made guilty because of Adam and Eve biting the fruit of the tree of knowledge of good and evil. What a Wir sind load of immer shit. noch schuld dran, dass Eva Adam den Apfel gegeben hat und er hineingebissen hat. Ja, sie hat ihn auch gezwungen reinzubeißen, oder? Yeah, she forced him to do that. Sie Yeah, hat gesagt, ich töte dich sonst, wenn du es nicht tust. She said, Yeah, I see kill you how- otherwise. Und See die how Männer haben powerful ja the so woman viel is. Angst vor uns, deswegen machen sie das halt mal lieber. Manchmal wäre es praktisch, sie würden es tun, aber ehrlich jetzt? And men are so in fear of us. And sometimes it would be really practical if they would do it, but really? Hm. Mm, And that's hundreds and thousands of years old, right? Und das ist hunderte, Oh, tausende yeah. Jahre alt. yes, But that's it's sitting in our genes and in our culture. it's in the culture. Es sitzt in unserer Kultur drinnen. Unausgesprochen, unspoken. Unspoken, ingrained. You know, in New Zealand, Genetisch verankert. pretty girls buy really nice bikinis and swimsuits. In Neuseeland, da kaufen sich hübsche Mädchen schöne Bikinis und Badeanzüge. And then you know the ones that go to church, Und dann weißt du, welche diejenigen sind, die in die Kirche gehen. because at the beach they put their bikini on or swimsuit on, Weil am Strand ziehen sie ein Bikini oder Badeanzug an. then over the top they wear a t-shirt, a big floppy t-shirt and a pair of baggy shorts. Und dann ziehen sie über diesen hübschen Bikini ein weites T-Shirt und weite Shorts an. Why? Warum? To cover their bodies. Um ihre Körper zu bedecken und zu verstecken und zu halten. To hide them. A lot of shit, huh? Ganz schön viel Scheiß. Ne?
yes, there's a lot of abuse that goes on, so we hide our bodies more. Ja, da ist sehr viel Missbrauch in der Welt, also verstecken wir unsere Körper noch mehr. But even in the abuse, we're made wrong and shamed. Aber selbst im Missbrauch werden wir verkehrt gemacht und es wird Scham erzeugt. In Ireland, a girl would get raped and end up being pregnant. It's often gang raped. In Irland ist es so, dass ganz oft Frauen oder Mädchen vergewaltigt werden von einer ganzen Gang. And the dann church would schwanger make werden. the church would make the girl wrong, saying that she's brought shame on the family. Aber sie, die vergewaltigt wurde und dadurch schwanger wurde, wird von der Kirche verkehrt gemacht und sagt, sie hat Schande über die ganze Familie gebracht. Not the boys or the soldiers that raped the girl. Nicht die, die sie vergewaltigt haben, haben Schuld. So yeah, shame. Ja, Scham. We can choose and to let go the shame, Wir können wählen, die Scham loszulassen, which is based on the fear of judgment, die basierend ist auf Angst vor Bewertungen. or we can basically hide, stop creating. Oder wir können uns weiter verstecken und aufhören zu kreieren. And that's a process, an ongoing process. It's not doesn't happen God, yes. overnight. Yeah, Das ist ein Prozess, das geschieht nicht über Nacht. Das ist immer ein Stück weiter und immer ein Stück weiter und immer wieder wählen. Und that takes years. up until my 30s, late 30s, I wore baggy clothes to hide my body. Bis in meine späten 30er habe ich ganz weite Kleidung getragen, um meinen Körper zu verstecken, So people just thought I was fat. damit die Leute einfach geglaubt haben, dass ich einfach fett bin. Nobody got to see the muscles unless I was swimming. Niemand hat meine Muskeln sehen dürfen oder zu sehen bekommen, außer wenn ich schwimmen war. So yeah, I know about shame. Ja, ich weiß, wie das ist mit dieser Scham. So it's about again choosing to let that go. Und es geht wieder darum, zu wählen, das loszulassen. Every day, You know, every day. jeden Tag, immer wieder. You know, we're made to feel ashamed because we were abused by some asshole. Uns wird gesagt, wir müssen uns schämen, weil wir missbraucht wurden von einem Arschloch. Or, you know, we're ashamed because we told somebody about it and then they made us wrong because we should keep it a secret. Oder wir müssen uns schämen, dass wir es jemandem anderen erzählt haben, weil das hätten wir nicht machen dürfen. Wir hätten das geheim halten müssen. These are all the things. And then, of course, don't forget, when we are dressed in a sexy way, we actually make it happen because we The invitation for abuse. Oh, Ja. Emma, Und always. nicht vergessen, wenn wir sexy gekleidet sind, dann ist es unsere Schuld, weil wir sie eingeladen haben, uns zu missbrauchen. But you know, when you let go that fear of judgment and fear of Wenn ihr diese abuse, Angst vor Missbrauch und die Angst vor Bewertungen loslasst and you step into the power that you really are, und in diese Kraft hineintretet, die ihr wahrhaftig seid, your awareness will take you away from anywhere that's going to create abuse. wird euch euer Gewahrsein fernhalten von jeder Situation, die Missbrauch kreieren könnte. Your awareness will show you who the Arschloch is. Euer Gewahrsein wird euch zeigen, wer das Arschloch ist. Your awareness will allow you to stand in your power so that the Arschloch goes, well, no, she's too scary, I'll go somewhere else.
Euer Gewahrsein wird es kreieren, dass ihr in eurer Kraft steht und der andere euch sieht und sagt, nein, sie ist zu furchteinflößend, da gehe ich lieber zu jemand anderem. Because you are a powerful being. Because you're You're what? confident. You're confident. You're powerful. Weil ihr seid kraftvoll, jeder einzelne von euch, und selbstbewusst. My grandmother ruled 4 generations of people. Meine Großmutter regierte 4 Generationen von Menschen. Simply by raising her eyebrow. Einfach nur dadurch, dass sie ihre Augenbraue angehoben hat. And going like that, and we go, oh, sorry. Die hat What, das do, einfach what so is it you gemacht. want? So, I can't translate it because I can't raise only one eyebrow, but I can raise both. So work in process for the next Zoom, okay? Also das muss ich noch üben. Eine Augenbraue anzuheben, 2 geht. Und einfach nur, wenn sie ihre Augenbraue angehoben hat, haben alle gesagt, oh, Entschuldigung, wir machen das nie wieder, okay? Yeah. And we all practiced being able to lift that one eyebrow. Wir haben alle geübt, dass wir auch die Augenbraue so heben können. So really, please, just realize that how you respond to people's judgment is just a choice. Wirklich, bitte, seht und erkennt, dass wie ihr auf Bewertungen reagiert, einfach eine Wahl ist. And look at why you're choosing the choice you're making. Und schaut euch an, warum ihr diese Wahl trefft. And you'll start to choose differently. Und dann werdet ihr beginnen, anders zu wählen. You'll see where you need to move yourself up the ladder of who's important. Ihr werdet dann sehen, wer derjenige ist, nämlich ihr selbst, den ihr ganz oben auf die Leiter der Wichtigkeit stellt. Okay? Love you all. I'm so grateful for you. Ich habe euch alles sehr lieb und bin sehr dankbar für euch. Und kann es sein, dass ihr einen Austausch habt bald? Can it be that we have a swap? Ja, morgen am Nachmittag. So, also wer vor Ort ist, ja, live? Wer vor Ort ist, kommt Ja. gerne nach St. Pölten, schreibt mich an, wenn ihr Zeit habt. Wer nicht, ihr könnt sehr gerne auch online teilnehmen. Schreibt mich an, ich schicke euch den Link, wie das abläuft. Und für den Fall, dass ihr sagt, St. Pölten ist mir jetzt zu spontan, bis da morgen. Wenn ihr Lust Oder habt. für den Fall, dass ihr zufälligerweise in Deutschland seid. Genau. Für den Fall, dass ihr Schritt für Schritt in eurem Tempo dahin gehen wollt, euch selbst auf der Leiter ganz nach oben zu stellen. Erstens kommt Greg am 21. 22. Oktober in die Nähe von Köln zu einer spirituellen Messe, hat da einen Stand und gibt auch freitags und montags um die Messezeit herum Sessions und yes, es gibt noch im November in Köln einen Alchemie-Kurs. I'm very happy. Thank you for that. So, 17. bis 19.11. She seems to be excited. Oh, dear bit. Okay. Just a little bit. I think it's just a fatigue from the busy day she's had. Also 17. bis 11. November, wer Lust hat. Nein, 17. bis 19. November. 17. bis 19. Was habe ich gesagt? 17. bis 11. Da ist der November. Super, okay. Ich Du willst also, dass wir bis Kurs von Dezember heute, den ich bleiben. gehalten habe. Ne? Nein, danke für die Korrektur. 17. Bis 19. November, 19 bis 21 Uhr Intro. 18. und 19.11. jeweils 10 bis 18 Uhr in Köln. Jessie hätte auch nichts gegen ein paar Wochen mit uns. Okay, we'll work on that, okay? Ja, definitiv. Als Möglichkeit für den Fall, dass ihr Lust habt, da reinzuschnuppern und das für euch zu wählen. Wenn ihr zu den Köln-Terminen Fragen habt
Und zu allen anderen dürft ihr auch gerne mich fragen. Morgen wünsche ich euch ganz viel Freude beim Austausch. Du hast ganz viel Freude bei deinem Foundation, den du gibst. Und ich werde natürlich energetisch Energie ziehen von euch. Echt? Na sowas. Lass Oh my God, Melanie will pull some energy from us tomorrow afternoon. Ooh. Not can that edit she's for not that. doing this all the time. Habt einen wundervollen Abend. Bevor ich es vergesse, dieses Kurses in Köln und natürlich auch während der Messe, Einzelsessions sind möglich. Und Jessie hat mich letztes Mal nochmal in unser beider Live daran erinnert, wenn ihr Lust habt, eine Einzelsession bei Greg Online zu buchen, that's also possible. Das ist möglich. Ja. Entweder ihr versteht Gregs Englisch, dann könnt ihr das mit ihm alleine machen. Sehr gerne übersetze ich auch. Wir finden einen Termin. Also, You need translation, we can organize that. how Just about choosing for you? Was auch immer das wird. Einen wunderschönen Abend euch allen und danke. Schönen Abend. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. see you. Thank you, thank you, thank you. Oh, Thank hi. you.